Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Ava, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Besonderes sprechen. Ich möchte über unsere Großeltern reden. Das klingt interessant. Ich rede gerne über meine Großeltern. Über welche Großeltern möchtest du sprechen? Ich möchte über meine beiden Großväter reden. Ich habe meinen väterlichen Großvater nie kennengelernt, aber ich habe viele Geschichten über ihn. Ich möchte auch über meinen mütterlichen Großvater sprechen, der gestorben ist, als ich ein Kind war. Verstehe. Ich kann auch einige Geschichten über meine Großeltern teilen. Meine mütterliche Großmutter und mein väterlicher Großvater sind nicht mehr bei uns, aber ich habe viele schöne Erinnerungen an sie. Das ist sehr schön. Ich finde es wichtig, unsere Großeltern zu erinnern. Sie haben uns Liebe und Weisheit gegeben. Ja, da stimme ich zu. Unsere Großeltern sind Teil unserer Familiengeschichte. Sie haben uns viele Dinge beigebracht. Lass mich mit meinem väterlichen Großvater anfangen. Er hieß John und war Landwirt. Er lebte in einem kleinen Dorf. Das ist interessant. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass er hart auf seinem Bauernhof arbeitete. Er baute viele Gemüse an und hatte ein paar Kühe. Mein Vater erzählt mir, dass er immer früh aufstand und den ganzen Tag arbeitete. Er klingt nach einem sehr fleißigen Mann. Hast du ihn jemals getroffen? Nein, ich habe ihn nie getroffen. Er starb, bevor ich geboren wurde. Aber mein Vater hat viele Geschichten über ihn. Er sagt, dass Jon sehr freundlich war und immer seinen Nachbarn half. Das ist eine schöne Erinnerung. Es ist gut zu hören, dass er nett war. Und dein mütterlicher Großvater? Mein mütterlicher Großvater hieß George. Ich habe ihn sehr geliebt, auch wenn ich sehr jung war, als er starb. Er war ein sanfter Mann und erzählte gerne Geschichten. Das klingt wunderbar. Wie alt warst du, als er starb? Ich war erst 5 Jahre alt. Ich erinnere mich nicht an viele Details, aber meine Familie spricht oft über ihn. Meine Mutter sagt, dass George gerne mit mir spielte und dass er mich immer zum Lachen brachte. Es ist erstaunlich, wie selbst wenige Erinnerungen bei uns bleiben können. Welche Geschichten erinnerst du an ihn? Ich erinnere mich an einmal, als er mich in den Park brachte. Er schubste mich auf der Schaukel und sang ein lustiges Lied. Ich erinnere mich auch, dass er ein großes Lächeln hatte und warme Umarmungen gab. Das ist sehr süß. Es ist klar, dass er dich sehr geliebt hat. Hat er dir etwas beigebracht? Ja, das hat er. Meine Mutter sagt, dass George gerne las. Er sagte mir immer, dass Lesen wie das Reisen in neue Welten ist. Ich liebe es immer noch zu lesen wegen ihm. Das ist eine schöne Lektion. Ich glaube, unsere Großeltern vermitteln uns viele gute Werte. Das tun sie. Ich fühle mich glücklich, solche schönen Geschichten über meine Großväter zu haben. Auch wenn ich Jon nicht getroffen habe, weiß ich, dass er ein guter Mann war. So geht es mir auch mit meinen Großeltern. Mein väterlicher Großvater Robert war Soldat im Krieg. Er war sehr mutig. Oh, das ist beeindruckend. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass er in seiner Jugend für unser Land kämpfte. Er rettete viele Leben und erhielt eine Medaille für seinen Mut. Aber er hatte auch eine sanfte Seite.
Er liebte es zu malen und zu zeichnen. Das ist eine schöne Mischung aus Tapferkeit und Kreativität. Hast du ihn gekannt? Ja, ich habe ihn getroffen, als ich ein Kind war. Ich erinnere mich, dass ich auf seinem Schoß saß und seinen Geschichten über den Krieg und seine Malereien lauschte. Er sagte immer, sei mutig, aber auch freundlich. Das ist eine großartige Lektion. Ich wünschte, ich hätte Robert gekannt. Und was ist mit deiner Großmutter? Meine väterliche Großmutter Mary war sehr lieb. Sie liebte es zu kochen und zu backen. Ich erinnere mich an den Geruch von frischem Brot und Keksen in ihrem Haus. Das klingt wunderbar. Ich liebe es auch zu backen. Hat sie dir beigebracht, wie man backt? Ja, das hat sie. Ich habe mit ihr gelernt, einfache Kekse und Kuchen zu machen. Sie sagte immer, Kochen ist eine Kunst und Liebe ist die geheime Zutat. Das ist ein schöner Spruch. Ich glaube, das Essen, das mit Liebe zubereitet wird, am besten schmeckt. Da stimme ich zu. Jedes Mal, wenn ich backe, erinnere ich mich an meine Großmutter und ihre warme Küche. Unsere Großeltern haben uns so viele schöne Erinnerungen gegeben. Ich schaue manchmal alte Fotos von meinen Großvätern an. Sie bringen mich zum Lächeln. Das mache ich auch. Ich habe ein Foto von meinem Großvater Robert in seiner Uniform und ein anderes von ihm beim Malen. Er sieht so stolz und glücklich aus. Fotos sind eine großartige Möglichkeit, sich an sie zu erinnern. Ich habe auch ein paar Bilder von George, wie er mich als Baby hält. Ich fühle seine Liebe in diesen Bildern. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Foto so viele Gefühle hervorrufen kann. Ich habe auch eine kleine Medaille, die Robert im Krieg gewonnen hat. Meine Familie bewahrt sie in einer besonderen Box auf. Das ist sehr besonders. Sie erinnert dich sicher an seinen Mut. Ja, das tut sie. Und meine Familie hat viele Geschichten über ihn. Sie sagen, er war nicht nur mutig, sondern auch sehr lustig. Er liebte es, Witze zu erzählen. Das liebe ich. Ein Großelternteil, der sowohl mutig als auch lustig ist ein wahrer Schatz. Ich fühle mich glücklich, meine Großmütter gekannt zu haben. Sie sind beide nicht mehr bei uns, aber ihre Liebe bleibt bei mir. So geht es mir auch mit meinen Großvätern. Auch wenn ich Jon nicht getroffen habe, weiß ich, dass er ein guter Mann war, wegen der Geschichten, die mein Vater erzählt. Unsere Eltern halten die Erinnerung an unsere Großeltern lebendig, indem sie ihre Geschichten erzählen. Ja, und ich plane meinen Kindern eines Tages von George und Jon zu erzählen. Ich möchte, dass sie ihre Urgroßeltern kennenlernen. Das ist eine wunderbare Idee. Es ist wichtig, unsere Familiengeschichte zu bewahren. Da stimme ich zu. Unsere Großeltern sind Teil von dem, wer wir sind. Sie geben uns Wurzeln und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich denke oft darüber nach, wie mein Leben wäre, wenn ich mehr Zeit mit meinen Großeltern gehabt hätte. Ich wünschte, ich könnte ihnen viele Fragen stellen. Ja, ich habe viele Fragen an George. Ich möchte mehr über sein Leben und seine Liebe zum Lesen erfahren. Vielleicht können wir einen Brief an unsere Großeltern in unseren Herzen schreiben. Wir können ihnen erzählen, was wir von ihnen gelernt haben und wie sehr wir sie lieben. Das ist eine schöne Idee, Liam. Ich würde gerne so einen Brief schreiben. Ich fange an. Lieber Opa Robert, danke, dass du mutig und freundlich warst. Ich erinnere mich an deine Geschichten und deine Malereien. Du inspirierst mich, stark und kreativ zu sein. Das ist sehr schön. Ich werde schreiben, lieber Opa George, danke für deine Liebe und deine Geschichten. Du hast mir beigebracht, dass Lesen wie Reisen ist.
Ich vermisse deine warmen Umarmungen und dein Lächeln. Diese Briefe zu schreiben, lässt mich Ihnen näher fühlen. Ja, das tut es. Auch wenn sie nicht bei uns sind, bleibt ihre Liebe immer in unseren Herzen. Ich bin froh, dass wir heute über unsere Großeltern gesprochen haben. Es macht mich stolz auf meine Familie. Ich fühle das Gleiche. Über sie zu reden, erinnert mich an all die guten Dinge, die sie uns gegeben haben. Ich werde immer an ihre Liebe, ihre Lehren und ihr Lachen denken. Ich auch. Ich verspreche, Ihre Erinnerungen lebendig zu halten und Ihre Geschichten mit zukünftigen Generationen zu teilen. Danke, Liam, dass du deine Erinnerungen mit mir geteilt hast. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Ava. Ich habe es auch sehr genossen. Es ist wichtig, unsere Großeltern zu erinnern und ihr Erbe zu ehren. Ja, das ist es. Ich hoffe, unsere Familien erzählen diese Geschichten weiter. Unsere Großeltern sind unsere Helden und ihre Liebe wird immer bei uns sein. Ich stimme zu. Lass uns sie immer mit Liebe und Dankbarkeit in Erinnerung behalten. Ich werde immer ein Foto von George auf meinem Schreibtisch behalten. Es erinnert mich jeden Tag an sein Lächeln. Das ist eine schöne Idee. Ich werde Roberts Medaille an einem besonderen Platz aufbewahren, damit ich sie oft sehen kann. Vielleicht können wir eines Tages die Orte besuchen, an denen unsere Großeltern lebten. Ich würde gerne das Dorf sehen, in dem Jon auf seinem Bauernhof arbeitete. Das wäre wunderbar. Ich würde gerne die alte Stadt besuchen, in der Robert und Mary lebten. Wir können mehr über unsere Familiengeschichte erfahren. Ja, und wir können unsere Eltern nach weiteren Geschichten fragen. Sie wissen so viel über unsere Großeltern. Ich werde meine Mutter nach Roberts Kindheit fragen. Ich möchte wissen, wie er als junger Mann war. Ich werde meinen Vater nach Jons Leben auf dem Bauernhof fragen. Ich möchte mehr über seine harte Arbeit erfahren. Unsere Eltern sind wie Brücken zur Vergangenheit. Sie helfen uns, unsere Wurzeln zu kennen. Ich stimme zu. Ich fühle mich glücklich, eine so reiche Familiengeschichte zu haben. Sie macht mich zu dem, was ich bin. Ich auch. Ich bin stolz auf meine Großeltern und ihr Erbe. Sie haben uns Liebe, Mut und Freundlichkeit beigebracht. Ja, und ich hoffe, diese Lektionen eines Tages an meine Kinder weiterzugeben. Unsere Großeltern leben in unseren Herzen und in unseren Worten weiter. Ich glaube, dass sie immer bei uns sind, wenn wir an sie denken. Das fühle ich auch. Ich schließe oft die Augen und stelle mir vor, wie George mich anlächelt. Das gibt mir ein warmes und geliebtes Gefühl. Ich träume manchmal von Robert, der mir einen lustigen Witz erzählt. Das bringt mich immer dazu, mit einem Lächeln aufzuwachen. Träume sind eine weitere Möglichkeit, wie unsere Großeltern bei uns bleiben. Ja, das sind sie. Ich bin dankbar für all die Erinnerungen. Jede Geschichte, jedes Foto und jede Lektion ist ein Geschenk. Das fühle ich auch. Lass uns diese Geschenke immer schätzen und sie mit anderen teilen. Ich werde meinen Freunden von Roberts Tapferkeit und Marys Freundlichkeit erzählen. Es ist wichtig, ihre Geschichten lebendig zu halten. Ich werde Jons und Georges Geschichten mit meiner Familie und meinen Freunden teilen. Gemeinsam können wir unsere Großeltern ehren. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Es lässt mich näher zu meiner Familie fühlen. Ich stimme zu. Über unsere Großeltern zu reden, ist eine Möglichkeit, ihr Leben und ihre Liebe zu feiern. Danke, Ava, für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe mehr über deine Großväter gelernt und auch meine Erinnerungen geteilt.
Danke, Liam. Ich habe jeden Moment genossen. Es ist immer gut, unsere Wurzeln zu erinnern. Ja, und ich hoffe, wir können in Zukunft wieder über unsere Großeltern sprechen. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Das würde ich sehr gerne. Vielleicht können wir beim nächsten Mal einige alte Fotos mitbringen und mehr über ihr Leben reden. Das ist eine großartige Idee. Ich werde Roberts Foto und einige Geschichten von meinen Eltern mitbringen. Ich werde einige Bilder von George und ein paar lustige Geschichten, die meine Mutter mir erzählt hat, mitbringen. Ich freue mich darauf. Unsere Großeltern sind ein Teil unserer Geschichte, und ihre Geschichten zu teilen hilft, ihr Andenken lebendig zu halten. Ja, das tut es. Lass uns versprechen, sie immer mit Liebe und Respekt zu erinnern. Ich verspreche es. Ich werde immer ihre Erinnerung in meinem Herzen bewahren. Ich auch. Danke nochmals für dieses schöne Gespräch, Ava. Danke, Liam. Ich bin glücklich, dass wir heute über unsere Großväter gesprochen haben. Es macht mich stolz auf meine Familie. Ich fühle das Gleiche. Unsere Großeltern sind unsere Helden und ihre Liebe wird uns immer leiten. Ja, sie werden immer in unseren Herzen bei uns sein. Ich werde immer an die Lektionen von Liebe, Mut und Freundlichkeit denken, die sie mir beigebracht haben. Und ich werde an die Geschichten von Tapferkeit und Kreativität denken. Unsere Großeltern leben in unseren Worten und Taten weiter. Ich glaube, dass wir ihre Geschichten erzählen, um ihren Geist lebendig zu halten. Ich stimme zu. Lass uns weiterhin ihre Erinnerungen teilen und ihr Erbe ehren. Danke für dieses wunderbare Gespräch, Ava. Danke, Liam. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin, lasst uns unsere Großeltern in unseren Herzen behalten. Ja, ich werde sie immer mit Liebe erinnern. Bis bald, Ava. Bis bald, Liam. Pass auf dich auf. Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.